Eine komplette Airbrush inklusive Kompressor in dieser Box? Herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Mein Name ist Sascha und wir schauen uns heute mal eine Kompakt-Airbrush-Pistole an. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier einen ganz kleinen Karton. Darin soll enthalten sein ein Kompressor mit Reinigungszubehör, eine komplette Airbrush-Pistole. Wir schauen mal rein und überzeugen uns, was dieses Gerät kann. Wir haben das Gerät von der Firma Macwork. Also was man schon mal sagen muss, ist ein eleganter Karton, ne? Also die Verpackung finde ich schon mal sehr nice. Schönes, dickes Kartonmaterial. Aber es kommt natürlich auf den Inhalt drauf an. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben hier eine kleine Gebrauchsanweisung. Das ist hier der Kompressor, den man auch über Typ C USB laden kann. Finde ich sehr praktisch. Interessant wäre es auch noch, wenn man währenddessen über die Stromversorgung arbeiten kann. Aber dann haben wir natürlich keine kabellose Verbindung mehr. Auf den ersten Blick sehen sie erstmal aus wie diese günstigen China-Pistolen, halt auch von der Verarbeitung. Ich habe hier alles, das ist alles ein Body hier. Ich kann hier nichts entfernen. Ich kann den Düsensatz entfernen. Das gucken wir uns aber zu einem späteren Zeitpunkt an. Wir wollen natürlich erstmal gucken, wie dieses Gerät funktioniert und kümmern uns dann um die Reinigung. So, wir haben weiteres Zubehör. Wir haben hier einen Riesenpott. 20 Milliliter passen hier tatsächlich rein. Wir haben aber auch einen kleinen. Und wir haben hier das USB-Kabel, das brauchen wir jetzt nicht. Und haben tatsächlich noch ein Reinigungsset mit enthalten. Gut, den großen Pot brauchen wir nicht. Ich denke mal, wir arbeiten als erstes mit dem kleinen. Auf den ersten Blick sieht es erstmal einfach aus. Wir haben hier auf jeden Fall einen kleinen Nadelschutz. Den nehmen wir auf jeden Fall ab. Wir schrauben unseren Becher auf jeden Fall drauf. Wir haben hier auch einen Deckel mit enthalten. Und jetzt muss die Gun natürlich auf unseren Kompressor. Dazu schrauben wir das Gerät einfach unten dran. Schön festziehen. Ja, das funktioniert. Ja, und jetzt müsste es ja eigentlich schon direkt funktionieren. Hinten haben wir so eine Nadelfeststellschraube. Das heißt, wenn ich sie ganz angezogen habe, kann ich tatsächlich nur runterdrücken und kann es nicht nach hinten betätigen. Sobald ich die etwas löse, habe ich hier auch etwas Spielraum. Aber auch hier merkt man direkt bei der Verarbeitung, es wackelt und klappert alles ein bisschen. Mal gucken, wie genau wir damit auf jeden Fall arbeiten können. Als Probeobjekt nehmen wir den Panzer IV, den wir schon aus einigen Videos kennen. Der ist inzwischen auch schon ziemlich dick geworden. Ja, wir versuchen natürlich erstmal das ganze Modell zu grundieren und versuchen dann anschließend nochmal kleine Linien aufzuspritzen und gucken, was passiert. Weil vielleicht ist es eine gute Alternative für Leute nur, die grundieren möchten, aber vielleicht kriegen wir ja sogar noch feine Linien gezaubert. Was mir jetzt auch direkt wieder auffällt, wir können das zwar super abstellen, aber wir müssen echt aufpassen, dass wir den Becher nicht zu voll machen, weil sonst fließt uns das alles hier rein. Das ist natürlich nicht so optimal. Also von daher nicht so voll machen den Becher. Und ich bin jetzt echt gespannt, was diese Pistole kann, wie jetzt hier das Sprühbild aussieht und vor allen Dingen, ob uns das Gerät hier unten drunter stört, weil ich bin ja gar nicht so flexibel wie mit einem Schlauch, aber wir probieren es aus. Okay, da kommt jetzt erstmal nicht wirklich viel raus. Ich glaube, ich muss die Feststellschraube einfach noch ein bisschen aufdrehen, damit wir einfach noch mehr Farbe durchkriegen. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, Grundierung hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert. Das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, das ist dieser Triggerpunkt. Bei einer normalen Airbrush-Pistole ist es so, sobald ich runterdrücke, habe ich direkt Luft. Hier gehe ich runter und es dauert, ja, nicht mal eine Sekunde, aber es dauert einen Moment, bis der Trigger unten dieses Gerät wohl aktiviert und dann halt die Luftzufuhr erst kommt. Also da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen, weil das ist ein bisschen ungewohnt, wenn man mit einer normalen Airbrush die Arbeit einfach kennt. Dann ist man es einfach gewohnt, ich drücke runter und habe direkt Luft. Das habe ich hier nicht. Es ist so ein paar Millisekunden, aber ich denke mal, das ist eine Gewöhnungssache. Ja, also zum Grundieren finde ich das Gerät jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Das heißt, wir werden jetzt nochmal probieren, auch feiner damit arbeiten zu können
Und ja, was natürlich am wichtigsten ist, die Reinigung dieses Gerätes. Um das Ganze jetzt mal auszuprobieren, habe ich mir jetzt einfach den schwarzen Primer von AK geschnappt. Ich werde jetzt die Nadelführung ein bisschen wieder einschrauben, damit wir natürlich feinere Linien sprühen können. Jetzt probieren wir das einfach mal aus, ob wir tatsächlich auch dünn mit zeichnen können. Okay, das war jetzt zu viel. Okay, es ist ein bisschen ungewohnt. Also es ist eine Double-Action-Pistole, das heißt, wenn ich nach unten drücke, haben wir nur erstmal Luft und sobald ich den Hebel nach hinten ziehe, regulieren wir die Farbe. Aber das finde ich schon etwas schwieriger. Aber wir kriegen auf jeden Fall auch feine Linien gemalt. Aber sie sprenkelt. Das sehen wir hier auf jeden Fall. Dass es auf jeden Fall so ein sprenkliges Muster gibt. Also das kommt nicht ganz klar raus. Und da haben wir es schon wieder. Schon wieder. Also ja, ich sag mal so, zum schnellen Tarnstreifen setzen kann man das sicher machen, aber wir haben hier auf jeden Fall ein sehr versprenkeltes Bild. Und die Steuerung ist auf jeden Fall auch sehr gewöhnungsbedürftig, ist auf jeden Fall was anderes wie mit der normalen Airbrush, weil irgendwie ist das hier nicht so fein. Also das merkt man halt, da merkt man einfach auch den Unterschied. Einfach auch in der Mechanik. Ne? Wir haben hier dieses ganze Gerät, zum Preis kommen wir gleich nochmal, aber das gesamte Gerät kostet 70 € inklusive Kompressor und da können wir einfach auch keine vernünftige Pistole dementsprechend erwarten. Von daher finde ich die Mechanik hier oben, die hat ja eben schon so sehr gewackelt, die ist sehr, ja, hat sehr, sehr viel Spielraum nach allen Seiten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Das habe ich zum Beispiel bei einer Hardor- und Steenbeck-Pistole überhaupt nicht. Ne? Na klar haben wir da auch einen gewissen Spielraum, aber das ist hier schon eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Deswegen hat man hier nicht so richtig schön die Kontrolle drüber. Ich habe jetzt die Nadel einfach nochmal ein Stück weiter nach hinten aufgedreht. Jetzt müsste dementsprechend natürlich mehr Farbe rauskommen. Das heißt, die Linien werden etwas dicker und kräftiger. Aber wir haben trotzdem ein sehr gesprenkeltes Bild. So, Grundieren funktioniert. Tarnstreifen aufbringen geht auch. Mit etwas Übung, denke ich mal, funktioniert das auch. Aber jetzt kommt das Wichtigste, wir müssen das Gerät reinigen. Das ist das Allerwichtigste. Kann ich das Gerät super gut reinigen, denn das ist das, was ich oft machen muss bei einer Airbrush. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann vergeht mir natürlich die gesamte Lust am Airbrushen. So, wir versuchen das Gerät jetzt mal zu reinigen. Also, wir haben hier vorne auf jeden Fall ein Teil, was wir abschrauben können, um an die Düse ranzukommen. Hier vorne haben wir die Düse. Die muss normalerweise mit einem Schraubschlüssel entfernt werden. Dieser Schraubschlüssel ist leider nicht in diesem Set mit enthalten. Das ist schon mal ein richtig, richtig großer Minuspunkt, denn wenn wir die Düse nicht abkriegen, können wir das Gerät auch nicht richtig reinigen. Zweite Problem ist an diesen Düsen, das sind diese typischen China-Pistolen. Und zwar, wenn ich hier mit dem Schraubschlüssel ansetze, dann kann ich die lösen. Ich kann sie dann auch wieder festdrehen, aber ich habe in meiner Anfangszeit, wo ich mit dem Airbrushen begonnen habe, auch gerne mal die Düse etwas zu fest gedreht und in dem Moment reißt man ganz gerne auch mal das komplette Gewinde ein. Da braucht man gar nicht so fest zu drehen, sondern das reicht schon, wenn man so ein bisschen Widerstand hat und das hat damals bei mir schon gereicht und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 solche China-Pistolen mit diesem Gewinde zerfetzt. Also, Schraubschlüssel haben wir nicht dabei, das heißt, wir können das Gerät schon mal gar nicht richtig reinigen. Wir bauen das Gerät weiter auseinander, wir können hier hinten das Futter entfernen. Wir haben hier die Halterung für die Nadel. Normalerweise müssten wir jetzt die Nadel nach vorne rausziehen, das können wir in dem Fall nicht, also ziehen wir sie hinten raus. Das ist natürlich schlecht, wir ziehen jetzt die ganze Farbe durch das komplette Gerät. Jetzt gucken wir, wie weit wir noch gehen können. Das können wir auch entfernen. Und hier fängt es schon an kompliziert zu werden. Das sind hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Teile, muss man aufpassen. Jetzt könnte man den Trigger wahrscheinlich rausnehmen. Oh, das ist auch ganz schlimm. Okay, das ist also wirklich dieses billige China-Pistolenprinzip. Eigentlich müsste ich sie abschrauben zum Reinigen, wir brauchen aber gleich noch mal ein bisschen Luft. Das heißt, wir kommen jetzt hier gar nicht richtig rein. Ich nehme mir jetzt ein bisschen Extreme Cleaner und selbst wenn wir den Düsenkopf entfernen, kommen wir trotzdem nicht ganz rein. Das heißt, wir haben hier wirklich nur ein kleines Loch und da müssen wir wirklich mit einer ganz, ganz kleinen, ja, vielleicht passt die kleinste fast leicht rein. Wir können sie gleich mal von hinten reinschieben, wir gucken mal, ob das passt, aber selbst das reicht oft nicht aus. Wenn wir richtig dicke Farbe da drin haben,
was natürlich im Normalfall nicht sein sollte, kommen wir da auf gar keinen Fall rein. Deswegen liebe ich Harder und Steenbeck-Pistolen, weil man einfach komplett alles zerlegen kann und überall rankommt. Ich werde das jetzt einfach mit einem Wattestäbchen und etwas Extreme Cleaner, da muss ich natürlich auch aufpassen, ich weiß nicht, wie die Dichtungen das hier abkönnen, den Topf auf jeden Fall sauber machen. Wir können gleich nochmal ein bisschen Extreme Cleaner durch die Düse feuern, damit wir die auf jeden Fall durchkriegen. Und wir versuchen jetzt nochmal zum Schluss mit einer Bürste hinten reinzukommen. Aber auch da kommen wir an unsere Grenzen, denn die Bürste ist viel zu dick und wir kommen nicht in das hintere Loch rein. So, wir bauen die Pistole wieder zusammen, den Trigger rein und das ist super schwierig. Da wieder in das, mit diesem beweglichen Teil da rein. Okay, das geht. Dann haben wir das Gerät. Das müssen wir jetzt so einführen, dass dieser Nippel da oben ist. Dann die Nadel wieder rein. Feststellschraube. Und das Gehäuse wieder drauf. Zum Abschluss fülle ich einfach nochmal einen Schluck Extreme Cleaner rein, damit wir jetzt das wenigstens einmal durchspülen, wenn wir schon nicht richtig reinigen können. Ja, ich habe sie jetzt so gut wie es geht gereinigt, aber wir kommen natürlich jetzt nicht hier ran. Das ist jetzt bei dem ist es nicht so tragisch, weil wir haben hier mit den Primern von AK gearbeitet, die sind super dünn, wir haben mit Extreme Cleaner durchgespült, das ist kein Problem. Aber sobald wir jetzt mit normalen Vallejo, AK, MIG, was auch immer Farben rangehen, mit dicken Acrylfarben, dann werden wir wahrscheinlich ein Problem haben, weil sich hier vorne natürlich dann irgendwann was bilden wird. Und das ist natürlich ein Problem, nicht nur, weil jetzt der Schlüssel nicht dabei ist. Selbst wenn der Schlüssel dabei wäre, wäre es trotzdem schlimm, weil wir nur so einen ganz dünnen Luftkanal haben. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, um diese Pistole zu reinigen, entweder Akupunkturnadeln oder so Cleaning Picks gibt es auch. Zum Beispiel von AK gibt es so Cleaning Picks. Das könnte in diesen Luftkanal auch passen. Und bei diesen Düsen muss man immer ganz besonders aufpassen, weil das ist einfach eine sehr, sehr mindere Qualität. Wenn man da zu sehr drin rumstochert, dann fransen die aus und das Sprühbild ist natürlich dementsprechend versaut. Was natürlich auch dagegen spricht, ist natürlich, dass wir hier keine Ersatzteile bekommen. Wir haben hier ein Komplettset, das sieht edel verpackt aus, ist irgendwie cool, sieht auch edel aus. Hier ist natürlich jetzt noch Folie drauf, die lasse ich aber nochmal dran. Das sieht natürlich alles schick aus, aber wir bekommen keine Ersatzteile. Das heißt, wenn mir jetzt mal die Nadel geschrottet ist oder die Düse, vielleicht kann ich damit Ersatznadeln und Düsen von anderen China-Pistolen, da kenne ich mich leider nicht so aus, ob es da überhaupt Ersatzteile groß für gibt. Da kann man sich natürlich mit aushelfen. Zum anderen weiß ich überhaupt nicht, was hier für Nadeln drin sind. Ich weiß nicht, was das für eine Nadel ist. Das steht nirgendwo auf der Verpackung. Wir haben gesucht und nichts gefunden. Also ich weiß nicht, was hier für eine Düse drin ist. Ich weiß nicht, was hier für eine Nadel drin ist. Ja, aber kommen wir zu einem Endfazit. Vielen Dank an dieser Stelle an Thomas, einen unserer Patreons. Der hat uns nämlich dieses Gerät zur Verfügung gestellt. Das geht jetzt direkt an ihn weiter und ich bin gespannt auf sein Fazit bzw. was er davon hält. Mein persönliches Fazit ist, vom Design finde ich es erstmal schick. Verpackung war schick. Hier dieser Kompressor sieht schick aus, das ist klein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mit üben, weil es ist natürlich auch Gewicht, was hier jetzt dran hängt. Und ich bin sowieso so ein kleiner, ja, ich habe zum Beispiel schon ein Problem Infinity und Evolution. Mir ist die Evolution in der Hand zu schwer und zu unhandlich. Das ist aber, glaube ich, auch so eine Macke von mir. Die Infinity liegt einfach bei mir besser in der Hand. Und hier haben wir natürlich nochmal so einen riesen Klotz. Das heißt, wir haben einfach richtig massig Gewicht dran. Wir haben zum anderen noch so einen Fremdkörper, der uns vielleicht beim Sprühen behindern kann, wenn wir sehr fein arbeiten. Dafür ist sie aber, glaube ich, einfach nicht gedacht. Zum Grundieren, ihr habt es gesehen, ist das Ding einfach perfekt. Ich kann das Ding aus der Schublade holen, brauche jetzt mich nicht großartig vorbereiten oder die Airbrush-Kabine auf. Naja, doch, wir brauchen natürlich trotzdem was, um was zu entlüften. Aber vielleicht, wenn man nur mal einen Teil grundieren will, dann geht man vielleicht auf den Balkon in einem Pappkarton wie mit einer Dose. Ich denke mir, dafür ist das Gerät auch gedacht. Aber für feine, filigrane Arbeiten ist es leider nichts. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wir haben das Ganze akkubetrieben. Das ist natürlich super cool. Wir haben hier auch eine Anzeige, die uns den Akkustand zeigt. Aktuell sind es noch tatsächlich 3 Lämpchen, war aber auch nicht ganz voll. 3 Lämpchen werden noch angezeigt. Wir haben hier eine Stromversorgung, das heißt, wir können sogar mit einem Stromkabel weiterarbeiten und haben keinen Druckverlust, kann ich mir vorstellen. Und innerhalb bis zu 2 Stunden, glaube ich, soll das ganze Gerät auch wieder komplett aufgeladen sein. Und 2 Stunden am Stück, glaube ich, würde ich mit dieser Airbrush eh nicht, außer man hat jetzt eine riesen Armee, aber auch selbst dann, nur bei Grundieren ist man innerhalb von 2 Stunden auf jeden Fall fertig. Konzipiert wurde das ganze Gerät für Nageldesigner und Airbrush-Künstler. Nageldesigner, muss ich sagen,
finde ich auch schwierig, weil die auch sehr filigran arbeiten, aber die arbeiten, glaube ich, auch viel mit Schablonen. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Für Airbrush-Künstler, nein, also Airbrush-Künstler ist das nichts. Airbrush-Künstler verwenden meistens auch Profi-Geräte und nicht sowas. Kommen wir kurz zum Preis. Das ganze Set kostet 70 Euro und ich glaube, für 70 Euro kann ich halt einfach auch nicht so viel verlangen. Wenn wir gucken, die China-Pistolen liegen die Sets ungefähr bei 30 Euro, 35 Euro. Da haben wir meist 1 bis 2 Pistolen tatsächlich drin. Wir haben verschiedene Düsensets drin, wir haben Reinigungssets mit dabei und so weiter. Nehmen wir jetzt hier noch diesen Kompressor mit hinzu, dann landen wir ungefähr im gleichen Preisniveau. Ne? Und von daher kann ich bei dem Preis einfach auch nichts erwarten. Auch hier gilt sicher die Devise, wer billig kauft, kauft zweimal. Es kommt aber natürlich darauf an, was ihr damit vorhabt. Also wie gesagt, nochmal ganz klar zum Verständnis, für Grundierarbeiten mega, finde ich cool, würde ich sogar selbst nutzen, wenn ich nur mal das ein oder andere die Kleinigkeit zu Hause vielleicht grundieren müsste. Dafür würde ich es tatsächlich nutzen. Aber für weitere Arbeiten würde ich es tatsächlich nicht nutzen und da immer ein Profi-Gerät vorziehen. Und ich muss auch einfach davon ausgehen, dass dieses Gerät irgendwann kaputt sein wird. Nicht der Kompressor, aber ich rede von der Pistole, weil wir sie einfach nicht vernünftig reinigen können. Und das ist wie immer, ich habe es oft genug euch schon erzählt, diese China-Pistolen, lasst einfach die Hände davon, weil ihr werdet irgendwann feststellen, entweder ihr dreht euch die Nadel kaputt, dann ist das Gewinde im Eimer und ihr könnt es nie wieder reparieren. Oder aber ihr kriegt es halt nicht richtig sauber, weil ihr nicht an die Luftkanäle rankommt. Das ist einfach das große Manko an diesen Pistolen. Und von daher Finger weg von China-Ware. Jetzt seid ihr aber wieder gefragt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät haltet. Habt ihr vielleicht selbst so ein Gerät zu Hause und wie sind eure Erfahrungen damit? Was macht ihr damit? Könnt ihr damit sehr filigran arbeiten? Kann man damit filigran arbeiten, wenn man ein bisschen geübt daran ist? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und vielleicht wollt ihr das Gerät ja auch gerne mal ausprobieren. Dann schaut einfach mal bei Amazon vorbei, denn da gibt es nämlich diese Geräte. Einen Link können wir euch gerne mal bereitstellen unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal draufklicken, falls euch so ein Gerät interessiert. Also spannend finde ich das Gerät auf jeden Fall. Grundierarbeiten würde ich es auch nutzen. Wie gesagt, die Reinigung, das ist das größte Problem. An dieser Stelle danke nochmal an Thomas, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr jetzt noch eine richtig geile Airbrush braucht, dann schaut doch mal bei uns im Tabletop Basement Shop vorbei, denn dort findet ihr richtig gute Guns. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.